Hallo ihr Lieben, heute habe ich was perfekt passendes zum Wintertagen, wenn es so ganz grau, kalt und dunkel draußen ist. Wenn ich jetzt aus dem Fenster gucke, dann ist es genauso. Und dann braucht man was Warmes, Herzhaftes, um sich warm zu halten, gemütlich zu halten. Und dafür habe ich heute ein sehr schnelles und einfaches Kartoffelsuppenrezept. Ich nenne es Kartoffelsuppe für Faule, weil es so einfach und schnell gemacht wird und man braucht nur wenige Zutaten dafür. Ich habe diese Suppe oder ich mache mittlerweile diese Suppe jede Woche, weil es, wie gesagt, wenige Zutaten braucht. Es wird schnell gemacht, es sind günstige Zutaten und die Suppe hat sehr viel Geschmack und schmeckt wirklich lecker. Lasst uns mit dem Rezept anfangen. Die Suppe ist ganz einfach und schnell gemacht und du brauchst nur wenige Zutaten. Ich habe hier schon alles vorbereitet. Du brauchst zwei große Kartoffeln oder 4 kleine Kartoffeln. Ich hatte nur solche etwas kleinere, deswegen habe ich jetzt 4 genommen. Dann einen Zwiebel, 2 bis 3 Knoblauchzehen, eine Würfel Gemüsebrühe, 1 Liter Wasser, Suppengemüse etwa 200 bis 250 Gramm und 2 bis 4 Wiener Würstchen. Zum Würzen habe ich etwas Salz. Ich werde den Salz erst ganz am Ende abschmecken und erst dann würzen, weil die Gemüsebrühe hat etwas Salz, die Wiener Würstchen sind ziemlich salzig. Deswegen würde ich auch empfehlen, erst ganz am Ende abschmecken und wenn nötig nachwürzen oder mit Salz nachwürzen. Und dann habe ich auch etwas getrocknete Thymian. Ich mag Thymian in fast jeder Suppe dazu zu geben. Wenn du es nicht magst, kannst du es auch weglassen. Und vor dem Servieren mag ich auch noch etwas Petersilie auf die Suppe zu geben. Jetzt als erstes werde ich die Kartoffeln schälen. Dann auch die Zwiebeln schälen. Und als letztes noch die Knoblauchzehen. So geht das ganz einfach. Draufdrücken, das Ende entfernen und dann kriegt man das ganz einfach geschält. Ich habe schon auch meinen Topf hier bereit. Es ist eine etwa 3 Liter Topf und ich gebe jetzt dann die Knoblauchzehen einfach so da rein. Den Zwiebeln werde ich vierteln oder die Hälfte, die halbierte Zwiebelstücke noch vierteln und dazugeben. Dann die Kartoffeln auch kleiner hacken. Dann noch Gemüsewürfel dazugeben. Ich habe eine genommen für 500 Milliliter Wasser, aber ich verwende 1 Liter Wasser anstatt. Dann hat es nicht so einen starken Geschmack und dann Wasser dazugeben. Und jetzt Deckel zu und 10 bis 15 Minuten köcheln lassen, bis die Kartoffeln ganz schön weich geworden sind. Nach 15 Minuten sind die Kartoffeln schon weich gekocht und ich nehme den Topf kurz vom Herd und ich werde die etwas zerstampfen. Die müssen nicht püriert sein, einfach so leicht zerstampfen. Das gibt die Suppe etwas Cremigkeit. So, es muss nicht komplett zerstampft sein. Da können auch noch Stückchen bleiben. Dann gebe ich auch die Gemüse dazu und etwa halbe Teelöffel Thymian. Jetzt noch 10 Minuten weiter köcheln lassen, danach die Würstchen dazugeben und vom Herd nehmen, etwa 10 Minuten stehen lassen und danach kann man die Suppe genießen. Bevor du die Suppe servierst, abschmecken und wenn nötig mit Salz nachwürzen. Ich hoffe, dir hat mein ganz einfaches Kartoffelsuppenrezept gefallen und wenn du mehr Inspiration für die kalte und dunkle Tage brauchst für leckere Suppen, dann werde ich für dich alle meine Suppenrezepte hier noch verlinken.
Wenn dir mein ganz einfaches Rezept gefallen hat, vergiss nicht den Daumen nach oben zu geben und wenn du neu bei meinem Kanal bist, kannst du jetzt abonnieren, um keine neuen leckeren Rezepte zu verpassen. Danke, dass du dabei warst. Tschüss und bis zum nächsten Mal.